Also ich bin in Korea aufgewachsen und meine Kindheit war, dadurch, dass die Ehe meiner Eltern so schwierig war und sie gegenseitig so eine schwere Zeit hatten, war die Kindheit immer mit auch betroffen. Wenn ich an ein Grundgefühl von meiner Kindheit denke, ist es nicht so, dass es hell, schön und Licht ist, sondern einfach immer wieder mit auch sehr dunklen Zeiten, wo man das Gefühl hatte, es gibt keinen Ausgang. Das Ende des Tunnels ist nicht in Sicht oder es sind lauter Tunnels, in die man hineingerät. Wir hatten wunderbare Momente, wirklich tolle Momente, wofür ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar bin. Aber insgesamt war doch so ein grundsätzliches Gefühl, oh, meine Eltern sind nicht sehr glücklich miteinander, sie leiden. Das hat sich natürlich dann auch auf uns Kinder übertragen. Und dadurch, dass meine Eltern auch sehr, sehr viel gestritten haben und es bedrückende und auch erschreckende Momente gab, glaube ich, dass ich in meiner Kindheit sehr schnell begriffen habe, dass die Realität eben keine heile Welt ist. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass diese Schwierigkeiten, diese herausfordernden Phasen dazugehören. Also für mich wäre es so, wie wenn man das Leben negiert, wenn man sagt, es kann oder darf keine schwierigen Phasen geben. Dieser Grundgedanke, dass alles hell, Licht, schön und einfach sein muss, ich finde, das ist einfach so unrealistisch. Da müsste ich sagen, ich lebe nicht. Ganz wichtig ist, dass diese Schwierigkeiten im Leben eben zum Leben gehören. Und dass das die Gegebenheit ist, auf der ich stehe, wo ich nichts ändern kann. Und in diesen schwierigen Phasen des Lebens, eben wo Dunkel da ist und Schwere da ist es für mich ein unverzichtbares Geschenk und Segen, dass Gott auch da ist. Ich bin ja in einer christlichen Familie aufgewachsen und der Glaube war immer ein bestimmendes Element in unserem Alltag. Für mich persönlich war aber entscheidend, als ich dann nach Tübingen kam, um Theologie zu studieren. Da saß ich in meinem Einzelzimmer und habe irgendwann gemerkt, ich kenne zwar Jesus und ich mag ihn auch, aber da ist jetzt nicht die große Liebe. Und ich kann mich erinnern, dass ich einen Stuhl gegenüber von mir hingestellt habe und gesagt habe, da sitzt du jetzt, Jesus, und ich sitze hier und wir reden jetzt mal Tacheles, also ganz offen miteinander. Habe ich zu ihm gesagt, ich muss das jetzt mal ganz direkt sagen, aber unsere Beziehung ist momentan eine Einbahnstraße. Von dir zu mir, da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass du mich liebst, aber von meiner Seite kommt halt nicht viel. Ich könnte also an gar nichts festmachen, dass ich jetzt irgendwo eine Liebe für dich habe. Aber ich möchte dir das geben, was ich geben kann, und das ist Ehrlichkeit. Und dann habe ich ihm ein Angebot gemacht, wenn du es schaffst, so jemanden wie mich, die eigentlich nur mit sich selber verliebt ist, dazu zu bringen, dass ich mich in dich verliebe, dann bist du allmächtig. Ich hatte das Gefühl, dass Jesus wirklich sagt, kein Problem. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass Gott sich freut über diese Ehrlichkeit, mehr als alles andere, was ich bis dahin an frommen oder an liebenswertem ihm gegenüber geäußert habe. Und er hat es geschafft. Also ich bin immer noch nicht so jemand, der jetzt wahnsinnig schnell liebt oder ganz liebender Mensch ist, aber er hat es geschafft, dass ich ihn mehr liebe als mich selber. Und diesen Satz sage ich nicht leicht. Ich glaube, dass es kein Leben, keine Existenz gibt, die ohne Hoffnung auskommt. Wie immer die auch aussehen mag, wie klein sie auch oder wie glimmend dieser Docht auch sein mag. Es hat eine bleibende Kraft. Die Kehrseite von Hoffnung ist ja Enttäuschung. Und wenn man die Enttäuschung immer mehr sieht und greift, dann kommt man zu einer Lebenseinstellung, wo man sagt, hoff erst gar nicht, dann bist du auch nicht enttäuscht. Und das ist aber eine falsche Weichenstellung, weil es einfach dem Leben nicht dient. Das Wesen der Hoffnung kommt nicht aus mir heraus, sondern kommt von außen, weil sie eben an Gott gebunden ist und nicht an uns und an unseren Lebensumständen.